Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, diesmal meine neue Viscount Unico 400. Keine 4 Jahre ist dieses Instrument alt, das ich relativ günstig ersteigert habe. Nach einem schwierigen Transport steht es nun bei mir. Der Vorbesitzer hat nicht viel drauf gespielt und nun stellt sich heraus, dass die Batterie etwa leer sein könnte. Das werde ich aber untersuchen. Zunächst einmal öffne ich das Gerät. Ich habe hierzu die Rückwand abgeschraubt und hierbei freigesetzt, intensiv gereinigt und ziehe nun den Netzstecker. Das Innenleben könnte noch Restspannung haben, also warte ich etwas. Das Motherboard, ähnlich wie bei einem PC, beinhaltet eine kleine Platine, die batteriegepuffert ist. Hier vermute ich auch eine Uhr. Ich entnehme diese Platine nun vorsichtig, ohne diese zu beschädigen, habe mich auch angegurtet, sodass ESD-Spannung kein Problem ist. Nun tausche ich die Batterie gegen eine neue aus. Es ist eine CR2032 von Varta. Diese war auch als Original vorher schon drin, die Restspannung betrug 2,8 Volt. Also war es höchste Zeit, diese auszutauschen. Nun wird die Karte vorsichtig wieder eingesetzt, ohne etwas zu beschädigen. Die Seitenclips werden wieder arretiert und ich überprüfe auch die anderen Karten nochmal, ob sich hier was gelöst hat. Zuvor ist eine intensive Reinigung erfolgt, so dass ich jetzt nun das ganze System wieder ans Netz hängen kann und wieder einschalten kann. Die Platinen laufen nun hoch. Schritt für Schritt, wie gewohnt, scheint das System wieder vollkommen in Ordnung zu sein. Im Innenleben nochmal ein paar Eindrücke. Neben der Powerversorgung, dem Netzteil, der Platine und den Manualen führe ich hier eine Sichtkontrolle und die entsprechenden Funktionstests durch. Das Pedal als Pedaleinheit, nebendran eine kleine Einheit zum Anschließen von externen und internen Instrumenten. Nach dem Neustart versuche ich nun, die Uhr neu zu stellen. Im entsprechenden Menü gehe ich auf die Einstellung und stelle fest, 1970. Das ist aber für solch ein Instrument sehr merkwürdig, denn es ist 2011 auf den Markt gekommen. Mal schauen, wie weit die Range ist. Und bei 2037 ist Schluss. Kann das denn Ihren Ernst sein? Da werde ich doch mal bei Viscount nachfragen, ob das wirklich in deren Sinne ist. Gemessen die Batterie wird nach 2037 leer sein, dürfte das echt ein Problem geben. Also stelle ich nun die Uhr nach dem aktuellen Datum erstmal ein und berücksichtige auch die Sommer- und Winterzeit. Nun verlangt das System einen Neustart. Das ist zwar ungewöhnlich, aber machen wir das einfach mal. Nach einer gewissen Zeit wacht das System auf und ich kann die Einstellungen erneut prüfen. Wurde das Datum nun gespeichert?
Hierzu gehe ich einfach nochmal in das Menü rein und überprüfe Datum und Uhrzeit. Alles in bester Ordnung. Jetzt ist es an der Zeit, das Gerät wieder zusammenzubauen. Nach der gründlichen Reinigung, der Funktionstests, dem Entstauben und das komplette Ausreinigen des Gehäuses kann das Instrument nun seinen endgültigen Platz einnehmen. Nun fixiere ich die Kabel noch ein wenig und montiere die Pedaleinheit. Das ist ideal zum Reinigen, denn ab und zu muss man ja mal saugen. Deswegen finde ich die Art und Weise, wie das montiert ist, relativ simpel und einfach. Der Steckverbinder ist genormt und passt in die Formpassung exakt rein. Und da wird auch nichts angeschraubt, sondern nur einfach durch die Position reingeschoben. Zu guter Letzt setze ich die Bank noch an den richtigen Platz. Diese habe ich, weil ich so groß bin, etwas erhöht. 2 kleine Holzteile unter die Bank geschraubt. Nun hat es die richtige Höhe für mich. Falls mal kleinere Leute spielen wollen, kann ich diese Erhöhung jederzeit wieder trennen. Absolut neuwertig dieses Instrument. Und der letzte Funktionstest rundet die ganze Prozedur nun ab. Eine kleine Kostprobe gefällig?